Ich möchte heute mal wieder einen Malprozess mit euch teilen und hoffe, dass ihr alle Lust darauf habt, mit mir mitzumalen. Das ist das Bild, was ich gemalt habe. Ich habe einfach frei und intuitiv gemalt. Wenn euch das interessiert, wie ich das kreiert habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auch über eure Kommentare und sage jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Bis später. Ja, als erstes muss ich natürlich die Komposition vorzeichnen, damit ich ungefähr weiß, wo ich was hinmalen muss. Und dafür habe ich einfach hier einen ganz normalen Bleistift und zeichne mir so grob aus dem Kopf die Formen vor, die ich mir da vorstelle. Das ist jetzt hier für die dunklen Stellen zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch in der Videobeschreibung nochmal nachschauen, welche Farben ich da verwendet habe und welche Materialien. Also da ist nochmal alles ganz ausführlich aufgelistet. Ich habe mich bei diesem Gemälde auch mal wieder von der Natur inspirieren lassen. Ich wollte auf jeden Fall so Erdtöne drin haben, aber auch so ein bisschen was vom Himmel und von den Pflanzen draußen, weil es ist ja alles so schön grün jetzt im Mai und ich freue mich einfach immer, wenn ich rausgucke oder wenn ich draußen bin. Wir fahren zurzeit auch immer sehr viel Fahrrad und sind einfach gerne draußen unterwegs, gerade weil das Wetter auch so mega schön ist. Und ja, das hat mich alles einfach zu diesem Bild inspiriert. Und ich wollte auch so ein paar klare Strukturen damit reinbringen, so wie wenn man irgendwie die Welt durch Glas betrachtet, durch so eine Art gebrochenes Glas. Also wieder so eine Fantasierealität, keine Ahnung. Ich mag ja sehr gerne diese Kombination aus warmen und aus kühlen Farbtönen. Und da wollte ich einfach so diese Klarheit von Wasser und Himmel mit reinbringen, genauso halt wie dieses Erdende, weil ich liebe einfach diese Kombination und das ist so meine Idee dahinter. Wenn ihr übrigens meine Kunst unterstützen wollt, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten dazu. Das eine ist, die Videos bis zum Ende zu schauen. Das hilft mir auf jeden Fall immer für den Algorithmus, mir ein Like und ein Abo dazulassen. Und außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne eine Spende bei PayPal schicken. Natürlich könnt ihr auch gerne in meinen Shop schauen. Den habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch gerne mal auf meine Website schauen oder so, falls ihr mehr über mich erfahren möchtet. Auf jeden Fall so viel dazu. Ich bin jetzt bei dem Bild auch wieder sehr viel am Herumexperimentieren. Ich habe mir diesen Catalyst Wedge geholt und wollte den einfach auch mal ausprobieren für ein Bild und finde es auch ganz cool, aber ich glaube, ich bleibe trotzdem immer noch bei meinem Malmesser und bei meinem Malerspachtel. Mit dem Catalyst Wedge kann man halt sehr schöne weiche Strukturen gestalten oder weiche Formen, besser gesagt, während ich halt diese scharfen Konturen besser mit einem Malmesser oder dem Malerspachtel hinbekomme. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr angenehm, damit zu malen und ich kann mir diesen Catalyst Wedge sehr gut vorstellen für so Pflanzengemälde. Also ich werde da demnächst auch mal sowas ausprobieren und überhaupt, wenn man mal ein bisschen mehr Struktur reinbekommen möchte in die Bilder.
Ich glaube, dafür ist der auch immer ganz gut geeignet. Es schwören ja auch sehr viele Leute da drauf. Deswegen musste ich mir den natürlich auch mal zulegen. An so einem Gemälde kann ich natürlich nicht unendlich weiterarbeiten, ohne die Farben zu sehr zu vermischen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal trocknen. Das ist jetzt am nächsten Tag. Ich male hier nochmal die Grüntöne ein bisschen intensiver. Die sind mir doch ein bisschen zu dunkel geraten. Und da benutze ich einfach dieses Hookers Green zusammen mit dem Lime Green von Sostrene Grene. Und für das dunklere Grün mische ich mir einfach ein gebranntes Umbra noch mit rein. Und ich fange jetzt hier auch an, diese klareren Konturen noch ein bisschen zu verschärfen, weil ich möchte ja einfach diesen Glaseffekt auch da drin haben. Also es soll nicht einfach nur so wie die Natur weich und verblendet aussehen, sondern ich wollte da ja noch so ein paar klare, diagonale Linien mit reinbringen und da arbeite ich jetzt dran. Da kommt mir natürlich jetzt der Malerspachtel wieder sehr entgegen, weil ich damit diese klaren Linien halt sehr schön gestalten kann. Und ich versuche jetzt einfach auch diese dunklen Stellen, die ja schon recht flächig sind, so ein bisschen zu unterbrechen mit helleren Elementen, also mit so einem Ocker zum Beispiel oder dem Titanweiß oder auch eins von diesen Beige-Tönen, die ich für dieses ganze Bild verwendet habe.
Ich nehme übrigens hier für dieses etwas gräulichere Beige einen Pergamentfarbton von Liquitex und das ungebleichte Titan ist dieser etwas gelblichere Ton. Ich finde, das passt immer sehr schön zusammen, wenn man unterschiedliche Beige-Töne miteinander kombiniert. Und für diese ganz klaren Linien benutze ich auch nochmal einfach so einen abgeschrägten Pinsel und male da hier zum Beispiel dieses Weiß nochmal etwas deutlicher und mache auch die Flächen, die ich ein bisschen sauberer haben möchte, also wo weniger Unterbrechungen drin sind, die kann man damit auch immer nochmal sehr schön nachkorrigieren. Ich wollte das Ganze noch ein bisschen luftiger haben, deswegen habe ich jetzt hier noch mal so ein paar hellere Töne zusammen mit den Grüntönen zusammengemischt und möchte diese etwas für mich zu dunkle Fläche mittig links ein bisschen freundlicher gestalten. Ich habe mich dafür entschieden, die Seiten einfach in diesem Pergamentfarbton zu bemalen, weil ich einfach finde, das macht das ganze Bild etwas freundlicher und neutraler und das passt außerdem auch sehr gut zu dem Lindenholzrahmen, den ich für dieses Gemälde ausgesucht habe.
Das sind jetzt die letzten Pinselstriche, die ich male und danach muss das Bild natürlich erstmal wieder komplett durchtrocknen. Und das ist der wunderschöne Rahmen aus Lindenholz, den ich mir dafür ausgesucht habe. Ich finde, die Farbe unterstreicht einfach nochmal dieses helle, freundliche. Und ja, das ist jetzt hier das Endergebnis. Das Gemälde heißt Mirrored Reality. Es ist 50 x 50 cm groß. Ja, ich hoffe, euch hat das Endergebnis gefallen. Ich finde auf jeden Fall, ist es richtig cool geworden. Man weiß ja manchmal nicht so genau, was am Ende bei rauskommt. Diese Art zerbrochenes Glas oder wie so eine zerbrochene Welt oder so, das waren so die Gedanken, die ich irgendwie dabei hatte. Aber jetzt nicht in einem negativen Sinne, also nicht von wegen, dass die Welt irgendwie zerbrochen ist, sondern eher so, wie wenn man sie aus so einer anderen Realität heraus betrachtet. Ja, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und folgt mir weiter hier auf diesem Kanal. Euch werden auf jeden Fall hier weitere Kunstvideos erwarten. Und jetzt sage ich erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.